In diesem Video möchte ich ein Thema ansprechen, das spätestens seit dem vergangenen Trench Crusade Kickstarter immer wieder heiß diskutiert wird. Sind manche STL-Files für den 3D-Druck wirklich zu teuer? Beziehungsweise wie teuer dürfen STL-Dateien sein, damit es sich für den Kunden lohnt? Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Eine Sache nur vorweg, ich möchte mit diesem Video keine der üblichen oder eine generelle Preisdiskussion lostreten. Das Tabletop-Hobby ist am Ende Luxus und jeder darf und sollte für sich selbst entscheiden, wie viel Geld er für Spiele, Miniaturen und so weiter ausgeben möchte. Entsprechend geht es mir in diesem Video also nicht darum, ob zum Beispiel Games Workshop zu hohe Preise hat oder ob ein anderer Hersteller dagegen quasi seine Miniaturen verramscht. Das wird seit Jahren bei jedem neuen GW-Release diskutiert und ermüdet mich persönlich einfach nur noch. Mir geht es in diesem Video allein um die Preise und die Preisstrukturen von STL-Dateien für den 3D-Druck und um unser allgemeines Kaufverhalten bzw. das generelle Anspruchsdenken der meisten Kunden. Hintergrund ist eine These, die in einer Folge des offiziellen Trench Crusade Podcast Over the Top fiel. Darin hatte ein Mitarbeiter von Atlas 3D Support Solutions, einer Firma, die das professionelle Setzen von Supports für 3D-Druckdateien anbietet, gesagt, dass seiner Einschätzung nach rund 95% der Druckdateien auf MyMiniFactory niemals von Kunden gedruckt werden würden. Diese These wurde daraufhin von den Dysonauts in ihrer Cantina-Folge vom Januar 2025 diskutiert und hat mich nun zu diesem Video inspiriert. Denn vergleicht man die Preise und Publikationswege von 3D-Druckdateien mit den Veröffentlichungen von haptischen Miniaturen, gibt es schon viele krasse Unterschiede, obwohl es letztlich nur um Spielkram geht. Zunächst stellen manche 3D-Designer ihre Dateien kostenlos auf zum Beispiel Thingiverse zur Verfügung. Weiterhin gibt es regelmäßig Kickstarter-Kampagnen mit Festpreisen oder wo man entweder so viel bezahlt, wie man gerade möchte, zum Beispiel nur 1 Euro. Deutlich mehr für kleines Geld bekommt man bei verschiedenen Anbietern durch eine monatliche Patreon-Unterstützung. Für zum Beispiel monatlich $10 erhält man bei One-Page Rules alle 4 Wochen 3D-Druckdateien für über 50 Modelle. Der Preis für ein einzelnes Modell liegt somit klar im Cent-Bereich, während haptische Plastikmodelle mindestens immer ein paar Euro kosten. Je nach Material, Spielsystem und Anbieter sind auch 20 bis 30 Euro für eine einzelne Miniatur durchaus üblich. Im vergangenen Trench Crusade Kickstarter wurden für die 3D-Druckdateien nun aber deutlich höhere Preise gefordert und der Aufschrei in der Community war durchaus groß. Dabei sind meiner Meinung nach aber 2 Fragen erlaubt. Waren die meisten 3D-Druckdateien bislang nicht eigentlich viel zu günstig? Und muss man für den Einstieg in ein neues Spielsystem wirklich gleich alle passenden STL-Dateien kaufen? Denn bei einem Tabletop-Spiel mit haptischen Plastik-, Resin- oder Zinnminiaturen startet man ja in der Regel auch eher günstig. Oder kauft sich höchstens für zum Beispiel 200 Euro eine Armeebox. Glaubt man darüber hinaus der eingangs erwähnten These, dass die meisten STL-Files ohnehin niemals gedruckt werden, ergibt sich zudem ein durchaus fragwürdiges Kaufverhalten. Denn die meisten 3D-Druckdateien werden scheinbar nur gekauft bzw. monatlich über ein Patreon-Abo bezogen, weil sie günstig sind. Aber letztlich nicht, um sie tatsächlich zu nutzen, sprich auszudrucken und die Modelle physisch auf dem Spieltisch einzusetzen. Sicherlich auch durch FOMO, also der Angst, etwas zu verpassen, wird also lieber die Festplatte mit All-In-Käufen gefüllt, statt sich bewusst nur die 3D-Druckdateien zu holen, die man wirklich zum Spielen braucht oder einfach nur bemalen möchte. Und all das nur, weil der Preis so günstig ist und nicht, weil es Sinn macht oder man die Sachen wirklich braucht. Zumal das Drucken und Bemalen von Modellen ja auch seine Zeit kostet. Nicht umsonst gibt es daher für die meisten Tabletop-Spiele entsprechende Starterboxen mit einer überschaubaren Figurenanzahl. Wem dann das Spielsystem gefällt, kann nach und nach gezielt weitere Figuren kaufen. Denn man braucht die zusätzlichen Minis oder gar eine komplette zweite oder dritte Armee ja erstmal auch gar nicht. Während man bei haptischen Figuren also eher bewusst kauft und im Zweifelsfall von seinem Geldbeutel ausgebremst wird, wird bei STL-Dateien bislang noch so heftig zugeschlagen, als würde es sie morgen nicht mehr geben, was natürlich Quatsch ist. STL-Dateien haben meist eine deutlich bessere Verfügbarkeit als so manches GW-Modell und werden höchstens ein wenig teurer. Die Angst, etwas zu verpassen, ist bei STL-Dateien also nahezu unbegründet.
Abschließend noch ein Wort zu den Preisen von STL-Dateien. Auch wenn es sich ein Anbieter leisten kann, über Patreon jeden Monat für nur $10 über 50 Figuren anzubieten, heißt das nicht, dass viele Designer nicht etliche Stunden in jedes Modell gesteckt haben. Sowas rechnet sich dann nur durch die hohe Anzahl an Patreon-Unterstützern. Ansonsten müssten auch diese Patreons teurer sein oder einzelne Figuren bereits $10 kosten. Ich finde, es ist daher durchaus an der Zeit, den Wert von 3D-Druckdateien anders zu bemessen und auch Digitales viel bewusster einzukaufen. Denn Festplatten zum Lagern kosten schließlich auch Geld. Ich bin gespannt auf eure Meinung und persönlichen Erfahrungen. Schreibt sie gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!